Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Das war mehr Glück als Verstand. Real Madrid gewinnt auswärts in Balaídos 2:1 durch die Tore von Aurélien Tchouaméni und Fede Valverde. Und ich glaube, wenn du durch einen abgefälschten Schuss in der 94. Minute gewinnst, musst du auch von Glück reden. Ich schätze mal, die Fußballgötter haben sich gestern gedacht, zum 124. Geburtstag von Real Madrid verteile ich ein Geschenk an den Madridismo. Denn, muss man ehrlich sein, spielerisch hat es wieder an alle Enden und Ecken gemangelt. Aber am Ende zählt links oben und links oben stand Celta Vigo 1, Real Madrid 2. In diesem Video analysieren wir den Sieg. Viel Spaß dabei. Ja, lasst mich dieses Video zunächst einmal mit einer Beileidsbekundung starten. Wir erinnern uns alle daran, ein Fede Valverde nach seinem Siegtreffer ist direkt zu Antonio Pintus gelaufen, hat ihn umarmt, hat ihn da über die nicht vorhandenen Haare gestreichelt und Antonio Pintus hat den Grund gestern selber auf seinem Instagram-Account erklärt. Die Mutter von unserem Physiotrainer war verstorben. Fede Valverde hat ihn deshalb in den Arm genommen. Ich glaube, den Verlust der Mutter, was Schlimmeres kann es kaum geben. Also Antonio Pintus, mein Beileid. Ja, Schluss damit, kommen wir jetzt zum Fußballerischen. Ja, und dieser Sieg muss auf zwei verschiedene Weisen analysiert werden. Ich sehe, der Madridismo ist gespaltet. Auf der einen Seite gibt es Madridistas, die zu Recht sagen, auswärts bei Celta Vigo, freitagsabends, mit einer Verletztenliste, die ich in der Geschichte von Real Madrid so nicht kenne, mit einer Mannschaft, die am Ende quasi Real Madrid Castilla ist, so zu gewinnen, das ist ein Grund der Freude. Real Madrid mit einem Tor in der Nachspielzeit, wer kennt es nicht? Und dieser Sektor vom Madridismo ist sehr zufrieden. Und auf der anderen Seite gibt es den zweiten Sektor des Madridismo, den ich genauso verstehe. Die haben also beide genauso recht. Die sagen, das war wieder einmal viel zu wenig. Wieder viel zu langsam, wieder viel zu behäbig. In diesem Fall war die Glücksfee auf unserer Seite. Aber dieses Spiel, wenn du das 10-mal spielst, spielst du 9-mal unentschieden. Das ist nicht das Niveau, was wir von Real Madrid verlangen können. Ja, und ich sitze in der Mitte und ich kann beide Parteien verstehen. Gestern in der 94. Minute, als das Tor gefallen ist, bin ich in meinem Live-Watch-Along komplett eskaliert. Vielen Dank nochmal an alle für die tolle Unterstützung an einem Freitagabend. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Danke dafür. Auf der anderen Seite, wenn die Emotionen ein bisschen abkühlen, wenn man das Spiel ein zweites Mal sieht, ja, es ist einfach zu wenig. Real Madrid hat gravierende Probleme. Wir stehen in der Abwehr, offen wie ein Scheunentor. Celta Vigo kommt vielleicht 5-mal vors Tor, aber hat 400-prozentige Chancen. Die Abstände zwischen der Abwehr und dem defensiven Mittelfeld sind zu groß. Unsere Spieler in der Verteidigung gewinnen kaum Zweikämpfe, außer Ferland Mendy. Ja, keine gute Saison. Ich bin auch nicht zufrieden mit der Leistung gestern der Innenverteidiger, nicht zufrieden mit Trent Alexander-Arnold. Dazu komme ich aber gleich in der Einzelbewertung. Ja, also Real Madrid hat Riesenprobleme. Dann hat Real Madrid weiterhin die großen Probleme im Spielaufbau. Es dauert wieder viel zu lange. Die einzige Waffe, die Real Madrid gestern hatte, war wieder einmal, gib Vini den Ball und schau, was Vini macht. Aber Vini hat durch unser langsames Aufbauspiel wieder den Ball meistens bekommen. Da war der 40 Meter vom Tor und da waren 4 Gegenspieler gegen den. Ja, Real Madrid hatte einfach keine Durchschlagskraft. Und wenn du hinten zu anfällig bist und vorne zu harmlos, ja, da hast du halt Glück, dass du so ein Spiel gewinnst. Aber dieses Glück wirst du nicht sehr oft haben. Dazu fehlte den Spielern von Real Madrid allgemein wieder der Biss. Celta Vigo hat sich viel öfter durchgesetzt in den Zweikämpfen, mehr zweite Bälle bekommen. Das, was sich seit Wochen wiederholt. Arbeloa scheint die Mannschaft nicht so zu packen, wie ich das gerne sehen würde. Konterabsicherung ist auch noch so ein Thema. Jedes Mal laufen wir
pro Spiel reihenweise in Kontersituationen. Ja, gestern ist es gut gegangen. Gestern war das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Aber so ein Spiel, wie ich eben schon gesagt habe, gewinnst du nicht allzu oft. Ja, analysieren wir jetzt das Spiel ein bisschen mit Daten und Fakten. Wir schauen uns die Ausstellung von dem Álvaro Arbeloa an. Und man muss sagen, das war mehr oder weniger die erwartete Aufstellung. Ferland Mendy war hinten links, ein Asensio hat mit starken Schmerzen gespielt. Vorne hat ein Brahim für einen Gonzalo gespielt, der in den letzten Wochen glücklos war. Und Thiago Pitach spielt das zweite Mal am Stück von Anfang an. Also das ist die Aufstellung, für die sich Arbeloa entschieden hat. Ja, Arbeloa hat, was die Aufstellung angeht, meiner Meinung nach eine Sache gut gemacht, eine Sache nicht so gut gemacht. Hinten hat er klargestellt, dass Fran Garcia der 4. oder 5. linke Verteidiger für ihn ist. Selbst ein Ferland Mendy kommt vor ihm ran, der monatelang verletzt war. Und wir unterhalten uns gleich über Ferland Mendy. Unglaublich. Und vorne ein Brahim. Das hat er meiner Meinung nach nicht gut gemacht. Vorgestern hat er in der Pressekonferenz gesagt, ich werde dafür sorgen, dass wir den Brahim aus Marokko auch bei Real Madrid sehen quasi, dass der Madridismo die Qualität dieses Jungen sieht. Hörte sich ganz gut an. Ja, bis man erfährt, dass es in der Woche ein Beschwerdegespräch von Brahim mit Arbeloa gab. Ja, und das ist halt dieses Problem bei Real Madrid. Es kann nicht sein, dass du nur zum Trainer rennen musst und dich beschweren musst und auf einmal spielst du von Anfang an. Auf einmal bist du nicht die erste Auswechslung, obwohl du der schlechteste Mann auf dem Platz warst. Ja, über die Auswechslung reden wir gleich auch noch. Also das ist absolut Unverständnis, was Arbeloa da gemacht hat mit Arda Güler. Ja, aber das ist die Aufstellung. Ja, dann ging das Spiel los und man muss sagen, am Anfang ein bisschen abtasten, aber ab Minute 5 bis Minute 15, also nicht lange, aber hat Real Madrid mir auf einmal relativ gut gefallen. Vini schießt den Ball nach einem Pass von Trent Alexander-Arnold an den Innenpfosten. Der Ball kullert an der Linie, entscheidet sich ins Aus zu gehen. 3 Minuten später Tchouaméni mit einem Schuss, der geht einen Hauch am langen Pfosten vorbei. Oder weniger das 1:1 in einer Situation, in der wir über Trent Alexander-Arnold reden müssen. Aber auch über den Raúl Asensio, auch über den Rüdiger. Der Engländer viel zu schwach, lässt den Gegner zunächst einmal den Ball gewinnen, was er schon verhindern muss. Dann lässt er sich viel zu einfach ausdribbeln. Ein Raúl Asensio kommt nicht zur Hilfe, sondern steht im Niemandsland. Ja, und Borja Iglesias kommt reingelaufen. Ein Tchouaméni kommt zu spät, ein Rüdiger deckt den nicht ab. Ja, Celta Vigo macht das 1:1. Und dann kam auch keinerlei Aufräumen von Real Madrid. Bis zur 45. Minute war es das gleiche Spiel wie gegen Getafe, war es das gleiche Spiel wie gegen Osasuna. Madrid mit viel Ballbesitz im Mittelfeld. Der Ball wird hin und her geschoben in einer Zirkulation, die viel zu langsam ist. Die Leute wollten alle den Ball in den Fuß. Wieder ist keiner in die Tiefe gestartet. Thiago Pitach hat es noch ab und zu probiert. Aber das ist zu wenig. So gewinnst du kein Spiel in La Liga. Ja, und dann muss man sagen, in der zweiten Halbzeit hat mir Real Madrid deutlich besser gefallen. Celta Vigo war quasi unsichtbar. Real Madrid hatte die komplette Kontrolle über das Spielgeschehen. Aber auch da muss man ehrlich sein, Real Madrid hat sich keine klaren Torchancen rausgespielt. Trotz alledem kommen wir jetzt zu einem Thema, was ich noch besprechen wollte. Obwohl Madrid nicht ihren besten Abend hatte, seit 1,5 Jahren gefühlt nicht unseren besten Abend haben. Nachdem Madrid trotzdem zu behäbig, zu langsam war, zu emotionslos, zu schwach in den Zweikämpfen, in den direkten Duellen, da müssen wir auch wieder über die Einstellung reden. Aber obwohl Real Madrid, wie gesagt, bei weitem nicht herausragend war, muss man sagen, wenn der Schiedsrichter gestern seinen Job macht, gewinnt Real Madrid das Spiel wesentlich früher, wesentlich klarer. Es fängt schon an in der 36. Sekunde. Jutgla tritt Tchouaméni mit gestrecktem Bein aufs Knie. Ich hatte letztens in einem Video gesagt, es gibt Trefferbilder, die erübrigen jede Diskussion. Und dieses Trefferbild erübrigt jegliche Diskussion. Das ist eine glasklare rote Karte. Und es ist mir egal, dass gerade einmal 36 Sekunden gespielt waren. Das hier ist Fußball, das ist verletzungsgefährdend. Er nimmt die Verletzung von Tchouaméni in Kauf. Und das muss eine rote Karte sein. Der Schiedsrichter darf das übersehen. Aber wozu haben wir ein VAR-System, wenn er bei solchen Aktionen nicht eingreift?
Auch danach die Aktion von Vini. Als er den Ball an den Innenpfosten schießt, wird er mit beiden Händen geschubst. Also ganz ehrlich, für mich ist das eher Elfmeter als kein Elfmeter. Ich sage jetzt nicht, dass das eine 100%ige Fehlentscheidung war, aber meiner Meinung nach musst du das Ding pfeifen. Ja, und dann, was in der 63. Minute passiert ist, ich habe da keine Erklärung für. Arda Güler ist ja nun wirklich alles außer ein Schauspieler. Und er wurde gestern ein bisschen dafür bestraft, dass er zu ehrlich ist. Er wurde komplett getreten. Ich zeige euch die Szene. Das ist ein klares Foul. Und weil der Türke fair sein wollte und erstmal ein bisschen weitergelaufen ist, ja, haben die Schiedsrichter diesen glasklaren Elfmeter nicht gegeben. Ich frage wieder einmal, der Schiri kann das von mir aus übersehen, aber wo ist das VAR? Und wir können ja nicht immer sagen, wir können uns nicht immer über die Schauspieler beschweren, die sich immer fallen lassen. Wenn ein Spieler, der ehrlich ist, wie Arda, ja, wenn er sich nicht fallen lässt und es dann keinen Elfer gibt, ja, muss ich leider einem Arda Güler sagen, hör mal, das nächste Mal musst du dich sofort fallen lassen, musst du schreien, erst dann kriegst du einen Elfmeter und das ist lächerlich. Ja, und kommen wir dann zum krönenden Abschluss, Handspiel von Celta Vigo. Ja, und der Schiedsrichter entscheidet sich für den leichten Weg aus dieser Situation raus. Er sagt, ein César Palacios hätte vorher geschubst. Hat ein César Palacios vorher geschubst? Ja, natürlich. Aber diese Schubser sind doch bei jeder Ecke Usus, üblich. Wenn du diese Schubser immer pfeifen würdest, dann gäbe es, glaube ich, bei jeder Ecke 100 Elfmeter. Naja, ich bin der Meinung, der Schiedsrichter hat sich in all diesen 4 Situationen eher gegen Real Madrid entschieden. Und das Schlimme an allem, trotz alledem versuchen die Leute einen Skandal zu erfinden, weil Manuel Ángel beim letzten Tor den Ball gespielt hat. Ja, damit ihr mal seht, gegen was Real Madrid in Spanien ankämpft. Es wird über einen Skandal geredet, obwohl Manuel Ángel den Ball ganz klar spielt. Über die anderen 4 strittigen Szenen wird nicht gesprochen. Ja, wie dem auch sei, ich bin der Meinung, Real Madrid hat wieder zu wenig gemacht, hat wieder Fußball vermissen lassen, hat wieder Einsatz vermissen lassen. Real Madrid hatte gestern Dusel, das muss man so sagen. Aber zu dieser Wahrheit gehört auch, der Schiedsrichter hat gestern einiges dafür getan, dass Real Madrid nicht gewinnt. Ja, aber Real Madrid gewinnt. Das bedeutet in der Tabelle, man rückt vor bis auf einen Punkt an den FC Barcelona, die heute ein schweres Spiel in Bilbao haben. Bilbao ist bei weitem nicht mehr das Bilbao, was wir in der letzten Saison gesehen haben. Bilbao hat am Mittwoch ein schweres Spiel gegen Real Sociedad zu Hause gehabt und 1:0 verloren. Aber im Endeffekt ist Bilbao, da kann immer alles passieren. Ich drücke den Basken natürlich heute die Daumen. Ja, im Endeffekt war es das fast, was man über das Spiel sagen muss. Es gab keine großartigen Torchancen von Real Madrid. Es gab hier und da eher noch Torchancen von Celta Vigo. Wie gesagt, unser Abwehrverhalten ist katastrophal. Wir können uns wieder einmal bei Thibaut Courtois bedanken. Ja, Real Madrid gewinnt wieder aufgrund von Einzelaktionen. Aber gegen Manchester City wird so eine Leistung bei weitem nicht reichen. Das Einzige, was mich gestern positiv überrascht hat, waren die Canteranos. Die Jungs haben ihre Chance genutzt. Vor allem ein Thiago Pitach hat mir sehr gut gefallen, sehr aktiv am Ball, sehr mutig, gibt keinen Ball her, sucht immer die spielerische Lösung. Und ich glaube, das wird Real Madrid gut tun. Auf der anderen Seite, ja, der Aufreger des Spiels war für mich die 65. Minute, als Álvaro Arbeloa einen Arda Güler rausholt. Und der Türke hat sich noch zurückgehalten. Der hat so nach dem Motto gefragt, ich? Und ist dann rausgegangen mit einem suffisanten Lächeln. Und ich konnte ihn verstehen. Ich war persönlich fassungslos. Fußballerisch war er einer der Besten auf dem Platz. Der hat das 1:0 von Tchouaméni vorbereitet. Er war deutlich stärker als ein Brahim etc. Ja, ich kann den Türken verstehen. Aber ich möchte auch sehr positiv sein Verhalten beim Siegtreffer von Fede Valverde herausstellen. Schaut euch das mal an. Jeder andere, der nicht Arda Güler heißen würde, wäre sauer in die Kabine gegangen. Der Junge hätte jedes Recht dazu gehabt. Also, was der zurzeit durchleben muss, meiner Meinung nach ist das nicht fair. Auch wenn ein Arbeloa das danach in der Pressekonferenz schön reden wollte. Ich habe kein Verständnis dafür, warum du da einen Arda Güler rausholst. Wieder einmal holst du ihn raus, als er einer der besten Spieler von Madrid ist.
Naja, ich verstehe den Frust tatsächlich, aber schaut euch mal an, dieser Junge hat ein reines Herz, der ist ein guter Kamerad, ja, und er freut sich aus vollem Herzen, als Real Madrid gewinnt. Ihm ging es ungefähr wie mir. Wie gesagt, emotional ein toller Abend für den Madridismo. Emotional, wenn du ein Spiel in der 94. Minute gewinnst, immer toll. Aber wenn man aufs Fußballerische achtet, ja, Real Madrid viel zu wenig, da muss eine deutliche Steigerung kommen, aber auf diese deutliche Steigerung warten wir seit 1,5 Jahren und wir warten selbst auf diese Steigerung, wenn der gesamte Kader fit ist. Ja, ich bleibe dabei, es gibt einige Spieler im Kader, die nicht die Qualität für Real Madrid haben. Im Sommer brauchen wir eine Kernsanierung. Ja, meine Meinung ändert sich auch nicht durch ein Tor in der 94. Minute. Ja, das ist meine Meinung zu dem Spiel. Bevor ich mich verabschiede, komme ich jetzt natürlich zu der Einzelleistung der Spieler. Ja, im Tor Thibaut Courtois, wieder einmal einer der Besten des Abends. Der Belgier hat uns wieder einmal etliche Male gerettet. Tolles Spiel von Thibaut Courtois. Abwehr, Totalausfall. Trent Alexander-Arnold. Wenn du hinten so anfällig bist, dann muss vorne viel mehr kommen als immer nur lange, blinde Bälle nach vorne, wo jeder 10. Mal ankommt. Das war wirklich ein rabenschwarzer Abend von Trent Alexander-Arnold. Raúl Asensio. Ja Leute, ich weiß, was ich vor einem halben Jahr mal gesagt habe, aber auch ich lerne manchmal aus meinen Fehlern, auch ich ändere manchmal meine Meinung. Und ein Raúl Asensio, langsam habe ich das Gefühl, nur wenn er in absoluter Peakform ist, kann er Real Madrid weiterhelfen. Ansonsten ist er vielleicht der 4. oder 5. Innenverteidiger, bei weitem nicht auf dem Niveau von dem Nacho. Ja, gestern wieder einmal katastrophale Leistung. Der unterstützt beim Gegentor von Celta Vigo, unterstützt den Trent nicht. Ansonsten viel zu wenige Zweikämpfe gewonnen. Ja, kein guter Abend von Raúl Asensio. Ein Antonio Rüdiger. Ja, Bruder, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass er aus der Verletzung noch nicht 100% fit ist, aber den Antonio Rüdiger, den wir in den letzten Spielen sehen, ist nicht der Antonio Rüdiger der letzten Saisons, der letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob die Karriere langsam mit dem Niveau nicht mehr nach oben piekt, sondern eher nach unten, ob Saudi-Arabien die nächste Lösung ist oder ob er unter Schmerzen spielt. Wieder einmal kein gutes Spiel von Antonio Rüdiger. Ja, und jetzt kommen wir zum Ferland Mendy. Ich habe das gestern gesehen und ich dachte, was ist das? Wie kann ein Spieler alle 3-4 Monate kommen und dann ein bockstarkes Spiel abliefern? Der hat uns gestern in der 90. Minute gerettet mit einer Peakgeschwindigkeit, die ich von ihm gar nicht kenne. Celta Vigo wäre alleine aufs Tor gelaufen, Mendy zieht an, drückt den Gegner ein bisschen, schnappt sich den Ball und ohne diese Aktion hätte Real Madrid nicht gewonnen. Ich bin gespannt, wann heute der medizinische Bericht kommt, wie lange er diesmal ausfällt, ob es wieder 3 oder 4 Monate sind. Oder Gott bewahre, vielleicht sehen wir ja sogar mal Kontinuität bei Ferland Mendy. Gestern hat er gezeigt, wenn er fit ist, ist er eine Bereicherung für diese Mannschaft. Tchouaméni, MVP, General, mir bleibt nichts anderes zu sagen, vorne und hinten, immer da, sehr präsent, Kopfballspiel, am Boden sehr stark, inzwischen macht er auch noch Tore. Ja, starkes Spiel von Tchouaméni. Fede Valverde, hier und da zu unauffällig, hier und da zu behäbig, aber wer in der 94. Minute den Siegtreffer macht, der wird von mir nicht kritisiert, also im Endeffekt sehr dankbar an den Fede Valverde. Arda Güler, ich sage das Gleiche, was ich die letzten Wochen sage, wenn der Junge den Ball hat, ja, das ist die meiste Qualität, die Real Madrid im Kader hat. Das sieht man. Gestern einmal mit dem Lupfer über den Gegner, mit den orientierten Ballannahmen. Der ist so schwer vom Ball zu trennen und ist so stark, wieder einmal. Der ist zurzeit Top-Assistgeber von Real Madrid mit 13 Vorlagen bereits in dieser Saison. Ja, aber das, was ich in den letzten Wochen auch sage, ich würde mir wünschen, dass er viel öfter am Ball ist. Da muss auch eine klare Ansage von Arbeloa kommen. Sucht ihn, denn oftmals habe ich das Gefühl, dass er freisteht, aber den Ball nicht so sehr bekommt, wie es Real Madrid gut tun würde. Meiner Meinung nach muss da eine Ansage von Arbeloa kommen und dass der den auswechselt. Da muss Arbeloa endlich aufwachen. Dieser Junge, es gibt Spieler, die darfst du nicht rausnehmen. Arda Güler kann dir ein Spiel in der 90. entscheiden, durch einen Fernschuss, durch einen Freistoß, durch eine gute Standardsituation, durch eine perfekte Flanke oder einen Steckpass, den kein anderer spielen kann.
Also Arbeloa, du musst endlich aufwachen, dieser Junge muss spielen. Thiago Pitac hat mir persönlich gut gefallen, erfrischend, wie gesagt, in den Zweikämpfen sehr hart, hat auch 2 oder 3 Mal immer wieder die Gegner angegriffen. Da hat man gesehen, dass Real Madrid Castilla ein wesentlich besseres Pressing spielt als die erste Mannschaft. Denn Thiago Pitac ist ganz oft vorne drauf gegangen und hat dann nach rechts und links geguckt und sich gewundert, wo sind hier meine Kameraden? Warum gehe ich als Einziger vorne drauf? Ja, ein Arbeloa, das Pressing, was er dem Castilla beigebracht hat, das kriegt er in die erste Mannschaft nicht rein. Ja, Thiago Pitac trotz alledem eine sehr schlechte Sofascore-Note bekommen, was ich überhaupt nicht verstehe. Der Junge hat mir persönlich gut gefallen. Vini Junior, ja, schlecht, muss ich einfach mal so sagen. Kein gutes Spiel von Vini Junior. Wieder einmal auswärts Disaster-Class von Vini Junior, hat mir nicht gefallen. Und auch ein Brahim, viel zu wenig. Wenn du als Brahim beweisen möchtest, dass du in diese Mannschaft gehörst, kannst du nicht so ein Spiel abliefern. Ja, bei den Auswechselspielern muss ich sagen, César Palacios hat mir gefallen, war an dem 2:1 beteiligt, Manuel Ángel war an dem 2:1 beteiligt, Gonzalo hatte, glaube ich, nicht viele Ballkontakte. Ja, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, die Jungs aus La Fábrica haben ihren Job gut gemacht. Ja, das ist meine Meinung zur Einzelleistung der Spieler. Das ist meine Analyse des Sieges von Real Madrid. Ich bin gespannt, wie du das Ganze siehst. Lass deine Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, teile dieses Video, hypen, hypen, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, sei so lieb und drück da drauf. Ich würde mich riesig freuen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!